Mexiko ist bunt, manchmal impulsiv, aber immer herzlich und kulinarisch reich. Wenn man sich einlässt, ist es so schön zu sehen, wie offen die Menschen mit uns umgehen. Und auch wenn der Funke nicht immer von Anfang an überspringt, so hat doch jeder Ort seine Eigenheit und wir finden immer wieder neue schöne Seiten in diesem Land. Hallo und schön, euch in diesem Video wieder dabei zu haben. Ihr merkt schon, es ist wieder ganz schön was los bei uns. Wir starten nämlich direkt an einem bekannten Sonntagsmarkt, dem Sonntagsmarkt von Tlacolula. Hier ist richtig was los, also stürzen wir uns doch gleich mal ins mexikanische Marktleben. Agua de Chilacayota. Mira, es más fácil. Gracias. Irgendein Wasser mit Kürbis und Zimt und ja, ist erstaunlich gut. Also man schmeckt richtig den Kürbis raus, aber es ist nicht so süß. Also, ich bin nie auf die Idee gekommen, Kürbisgetränk zu machen. Ja. Oh, ich weiß, ist es süß oder salzig? So, es gibt gleich ein Tecate mit für unterwegs. Schmeckt ein bisschen wie Hafermilch eigentlich. Ich weiß nicht, woraus es besteht. Das muss ich gleich noch nachschauen. Aber ja, ganz gut. Gutes Frühstück. Also dieser Markt ist wirklich nochmal anders. Man merkt zwar schon, dass ein paar Touristen hier sind, aber man sieht eben, dass die Leute aus der Umgebung hier ihre Erledigungen machen, also die alltäglichen Einkäufe. Aber wir haben vorhin auch Hühner gesehen, es soll wohl sogar Ochsen geben zum Teil zum Verkauf. Also ja, es ist wieder eine Vielfalt und es lebt wieder so richtig. Die Musik passt natürlich auch wieder, also was will man mehr? Hier sind wir wohl an der Fleischstraße angekommen. Ja, links und rechts wird Fleisch verkauft in allen möglichen Teilen und in der Mitte gibt es Grills, die hier zur Verfügung stehen. Da kann man gleich das Fleisch auf den Grill werfen und ja, sich ein feines Mittagessen machen. Und schon wieder gibt es eine neue Art von Bananen, haben wir gleich ausprobiert. Wir haben eigentlich so viel Essen zu Hause, aber ich kann ja nie widerstehen. Ja, mal sehen, wie die dann schmecken. Was sind das für Bananen? Oh, wie hießen die? Decida oder sowas? Plátanos de Ceda. Ceda haben sie gesagt. Wahrscheinlich sage ich es wieder falsch, wie letztes Mal bei der Ciruela. Aber ja, so lernt man dazu. Ich habe das wahrscheinlich schon 100 Mal gesagt, aber ich liebe einfach solche Märkte.
Es erinnert mich ganz stark an Sizilien, wo meine Großeltern leben. Und ja, es ist auch richtig schön, wie Jessie aufgeht, wie sie sich hier mit den Menschen unterhält. Auch wenn ihr Spanisch nicht perfekt ist, aber ja, sie macht es einfach. Und meistens mit Händen und Füßen versteht man sich ja trotzdem. Ja, ich weiß nicht. Einfach Märkte sind einfach unser Ding und es macht richtig Spaß hier zu sein. Wenn man sich einlässt, ist es so schön zu sehen, wie offen die Menschen mit uns umgehen. Die erzählen uns wirklich über ihr Leben, was sie hier machen, wieso sie hier sind und einfach zu sehen, wie offenherzig die Menschen hier sind, das ist eigentlich ein Grund, wieso wir reisen. Es tut so gut, hier aus dem ganzen Getümmel mal rauszukommen, denn es ist eine richtige Reizüberflutung, so viele Sachen und hier wird einfach Essen neben Werkzeugen und lebende Tiere neben sonst irgendwas verkauft. Aber genau deshalb lieben wir das. Also es ist so, an jeder Ecke findet man irgendwas Neues. Und ja, hier ist es einfach normal. Also in Europa kennen wir das so nicht unbedingt. Aber ich glaube, genau das macht den Charme hier aus, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Das ist, so ja, soll es sein. So soll es sein. Richtig chaotisch. Ja. Gleich gibt's Essen. Endlich. Endlich. Und in bester Gesellschaft. Hier sind sie. Hallo. Wir sind die Gesellschaft. Ja. Die beste. Das war ja mal wieder ein Erlebnis. Also dieser Markt ist, ja, dafür lieben wir Mexiko. Und war natürlich auch schön, das in guter Gesellschaft zu erleben. Also mit Tashi und Markus. Wir haben sie vor ein paar Tagen auf dem Campingplatz kennengelernt, hier in der Nähe von Oaxaca. Und ja, ein bisschen Zeit zusammen verbracht, war richtig schön und gerade eben auch den Markt. Ja, wir sehen sie sicher in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin fahren wir an einen neuen Ort und ich würde sagen, wir sehen uns gleich da. Wir sind endlich angekommen. Ja, die Fahrt hier, das waren 40 Minuten, ging ziemlich schnell. Ja, und hier oben sind ganz viele Menschen. Ja, sonntags ist halt in Mexiko richtig was los. Und wieso wir hierher gekommen sind, es ist auf jeden Fall nicht die Aussicht, die hinter mir ist, sondern was drunter liegt. Genau. Also die Aussicht ist ja auch schön, aber ja, aber ich würde sagen, wir machen uns morgen, nehmen wir uns genug Zeit dafür, um das alles hier anzuschauen. Auch eben das, was hier unten ist. Jetzt kommen wir, glaube ich, erstmal an und Genau. Ja, richten uns mal ein. Bauen unser Camp auf. Ja, man darf hier offiziell campen. Ja. Das ist ganz praktisch, dann haben wir, glaube ich, auch gleich die Markise raus. Genau. Ja, man merkt wahrscheinlich, wir sind noch keine Profis. So oft haben wir es halt noch nicht gemacht. Aber ich würde sagen, dafür läuft es relativ gut. Ja, ist noch niemand verletzt worden. Das ist doch ein gutes Kriterium, oder? Das ist unser Erfolgskriterium.
Nee, aber es ist ja schon, und allein, klar, die Sonne steht jetzt halt ein bisschen schief, also ja, da hinten und tief, aber es macht wenigstens auf den Van ein bisschen Schatten. Also ich glaube, das wird schon helfen. Genau. Weiter geht's. Gerade im Winter, wenn die Sonne so tief steht und wir auch nicht allzu lange Strecken fahren, ja, gehört Jackery eigentlich schon fast zum Standard, wenn wir uns wo an einem neuen Platz einrichten. Wir stellen gleich die Powerstation auf, das Solarpanel und so haben wir zusätzliche Stromkapazität. Das ist schon sehr praktisch. Unser Solarpanel hat 200 Watt Leistung und kann mit den flexiblen Füßen perfekt zur Sonne ausgerichtet werden. Dadurch, dass wir das Solarpanel so zur Sonne ausrichten können, können wir viel mehr Energie reinholen als mit einem Solarpanel, was einfach flach auf dem Dach installiert ist. Der gewonnene Strom geht direkt in unsere Powerstation. Die hat 1000 Wattstunden Kapazität und kann damit echt einiges an Geräten betreiben. Also wir laden auch unsere Laptops, unsere Handys. Wir haben auch schon mal einen Mixer drüber laufen lassen. Und ja, ich glaube, die 1000 Wattstunden machen in unserem Fall auf jeden Fall ganz schön viel aus. Jackery feiert übrigens dieses Jahr auch Jubiläum und möchte sich mit verschiedenen Dankesaktionen bei euch bedanken. Darum gibt es jetzt auch bis zum 30. November noch Aktionen und Rabatte von bis zu 60%. Es dauert aber ja nicht mehr lange bis zum 30. Also lasst keine Zeit verstreichen und schaut unbedingt im Shop vorbei. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Guten Morgen, das ist doch mal ein Start in den Tag. Ein Morgenschwimm in einem Mineralbecken hinter einem versteinerten Wasserfall. Ja, ehrlich gesagt, als wir gestern Abend angekommen sind, hat es noch nicht so gewirkt. Aber so in der Früh und das Wasser ist so angenehm frisch, das ist schon richtig schön. Also mit der aufgehenden Sonne. Der Ort hier heißt Hierve el Agua und das ist eine Landschaft, die durch Mineralablagerungen entstanden ist. Ja, und hier gibt es dann so 2, 3 Becken, die dann von Menschenhand geformt wurden, aber eben durch auch diese Kanäle mit diesem Mineralwasser gespeist werden, wo man richtig erfrischend morgens schwimmen kann. Am Wochenende ist richtig viel los, darum haben wir uns eben einen Wochentag ausgesucht und ja, mit dieser Landschaft dahinter, das ist wirklich ein Traum. Ich wäre ja eigentlich auch reingesprungen ins kalte Wasser, aber ja, irgendjemand muss ja filmen, also von dem her. Das ist eine Ausrede. Nee, Roberto will nicht ins kalte Wasser. Nee, überhaupt nicht. Und dann noch in der Früh.
Nein. Ich brauche meine Zeit, um wach zu werden und ich brauche meine Zeit, um ins kalte Wasser reinzugehen. Kaltes Wasser macht wach. Ja. 2 in einem. Lieber Kaffee. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ganz schön kalt. Gehen wir zurück zum Van und wärmen uns auf. Also jetzt, wo die Sonne höher steht und so schön wärmt, das ist schon richtig angenehm. Langsam komme ich auch wieder auf eine gute Temperatur. Also gerade ist richtig gut. Ja, aber wenn wir dann den Kaffee getrunken haben und gefrühstückt haben, wollen wir uns noch was anderes ansehen, denn die Pools sind eigentlich nicht die Hauptattraktion. Also eigentlich ist hier was anderes das Highlight. Dafür müssen wir uns ein bisschen bewegen. Aber ja, erstmal Kaffee, Frühstück und noch ein bisschen die Aussicht genießen. Okay, wir sind ready. Wir wollen uns jetzt endlich mal das ansehen, weshalb wir eigentlich hier sind. Denn die Pools sind eine Sache, aber dahinter und rundherum gibt es versteinerte Wasserfälle. Und ihr seht, wir sind wieder in bester Begleitung. Sie haben aufgeschlossen und wir sind sogar zu 6 diesmal. Zusammen macht alles mehr Spaß, oder? Also los geht's. Da oben waren wir heute früh baden. Genau, also ja. du. Ja, du warst nicht im Wasser. Aber wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Es geht noch ein bisschen weiter runter und dann ist es noch spektakulärer. Gleich Fluch und Segen, wenn man so viele Sprachen kann. Denn ja, die Reisegruppe ist jetzt noch größer geworden. Wir haben jetzt noch Mexikaner mit dabei. Ja. Naja, so ist es halt. Jetzt darfst du nur keine Fehler machen. Jetzt musst du uns richtig guiden. Ja. Also von oben würde man gar nicht denken, dass das unten so aussieht. Das ist, also diese Formationen, ich glaube Stalaktiten sind das. Korrigiert mich, wenn es falsch ist, ich verwechsel die immer. Aber ja, die Mineralablagerungen, dass die sowas schaffen können, das ist schon faszinierend. In der Größe auch. In der Größe, also es geht ja, also es sind 10, 20 Meter? Auch mehr. Auch mehr vielleicht, ja. Schon sehr beeindruckend. Tschüss! Ah, tschüss! Zu gefährlich da drin. Viele Spinnen. Hat dich alles getötet wieder? Alles. Oh. Vorsicht. Oh, heiß ist es. Da drüben haben wir gerade eine richtig fiese Spinne gesehen. Ich find solche Viecher ja voll interessant. Mit einem gewissen Respekt, aber ja, auf jeden Fall, wenn ihr sie nicht sehen wollt, dann spult mal ein paar Sekunden vor, weil ich finde, die ist einfach zu krass, um sie nicht zu zeigen. Ja. Wahnsinn, die ist etwa so groß, würde ich sagen. Ja.
sind wir wirklich ganz unten von diesen Pools. Die sind hier oben über mir. Ja, aber ich möchte natürlich noch ein paar Fakten dazu teilen. Also diese Formationen hier sind vor allem aus Calciumcarbonat und das spült sich aus den Bergen raus. Also im Prinzip funktioniert das so, dass der Regen auf die Berge fällt, dann versickert, Mineralien mitspült, also vor allem eben Calciumcarbonat, aber auch zum Teil Silber, Eisen und weitere solche Stoffe, die in den Felsen und im Marmor dieser Berge auch enthalten ist. Und dann an gewissen Stellen, wo es Ritzen oder Rillen gibt, kommt dieses Wasser wieder raus und dadurch, dass es so übersättigt ist an Mineralien, lagert sich das eben hier ab und naja, das ist halt eben alles hier und deswegen entstehen diese versteinerten Wasserfälle, wie sie heißen. Und abgesehen von den Wasserfällen hier oben ist ja noch diese wunderschöne Aussicht hinter mir. Dieses Tal ist unfassbar schön, also schon nur deshalb lohnt es sich hierher zu kommen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe mir das ein bisschen spektakulärer vorgestellt, aber ja, es war ja nicht so weit weg vom Ort, wo wir waren. Und wir hatten uns ja hier mit Freunden verabredet. Und ja, aus diesem Grund hat es sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen und auch nochmals Zeit mit ihnen zu verbringen. Ja, Reisen in der Gruppe macht halt schon ein bisschen mehr Spaß, als wenn man nur immer alleine ist. Also wir kennen es ja mit Tommy und Hannah, da war es ja auch richtig schön. Und mit den anderen Reisenden, die wir auch schon viel Zeit zusammen verbracht haben. Ja. Ist es anstrengend? Hä? Nein. Wir sind doch voll durchtrainiert. Natürlich ist es nicht anstrengend. Das haben wir uns verdient, oder? Ja. Ein kleines Cervecita zum Abschluss. Cheers! God save the Queen. Wherever she is. Zum Wohl! Das war jetzt richtig schön, noch mit den anderen da draußen zu sitzen und ja, sich Geschichten über das Erlebte zu erzählen. Das hat richtig Freude gemacht. Ja, schon. Und es hat auch irgendwie so dieses Erlebnis hier so abgerundet. Also wir hatten ja bei der Ankunft ja nicht so ganz, so waren wir nicht so ganz überzeugt, aber mit ihnen das so zu erleben nochmal, das hat es irgendwie wirklich nochmal schöner gemacht. Jetzt geht's aber ins Bett und wir beenden damit auch dieses Video. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir würden uns über ein Abo richtig freuen. Ja, oder auch ein Like, einen Kommentar. Egal wie, wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt. Genau. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder weitergeht. Bis dann. Hasta luego. Hasta luego. Auch Sie. Ja. Soll es geben. Ob hier Menschen sind. Ja, ich würde sagen, Scheiße. And something else.